Herzlich willkommen zu Innenspiegel im Sichtfeld. Wie die meisten GR-Jahresfahrer schon feststellen konnten, ist der Innenspiegel schon sehr weit unten eingebaut und klaut schon sehr viel Sichtfeld, wenn man in den von euch aus hier rechten Bereich guckt. Und selbst ich kann mich hier auch ohne Probleme relativ gut vor euch verstecken und dafür gibt es jetzt Abhilfe. Aus Australien gibt es zum Beispiel schon einen Spiegelriser, der den Spiegel höher montieren lässt, aber in Deutschland hat es noch jemand besser gemacht. Ja genau, um den Spiegel noch weiter nach oben montieren zu können. In erster Linie schon einmal ein großes Danke an Big T Dynamics Germany und an den Kai für diese Aktion. Die haben Blut und Schweiß geopfert, um einen kompletten neuen Spiegelriser zu konstruieren und haben mit mehreren 3D-Versuchen aus dem 3D-Drucker, wie zum Beispiel diesen hier, gearbeitet und das 2,5 Monate mit 4 Personen. Doch der Riser aus Kunststoff war ihnen nicht genug und somit haben sie einen in der CNC-Fräse gebaut und da gab es dann auch 2 Prototypen bis zum finalen Ergebnis und das finale Ergebnis bauen wir heute zusammen ein und schauen, ob es was Gutes ist. Noch ein weiterer Vorteil, der Riser, wie schon gesagt, montiert den Spiegel höher als der australische und ist auch noch um einiges günstiger. Ja, hier haben wir den Innenspiegel und den werden wir jetzt abbauen zusammen. Einmal gibt es hier unten diese Abdeckung, die einfach in Fahrtrichtung nach vorne abzieht. Vorsichtig, dass ihr nicht Nasen abbrecht oder sowas, aber das funktioniert schon ganz gut. So, als nächstes brauchen wir Werkzeug und zwar ja, kein 25er. Hier mit einem 20er Torx die Schraube lösen. Ich weiß gar nicht, ob die ganz raus muss, das sehen wir jetzt gleich. Wir schrauben sie einfach ganz raus, tun wir uns leichter. So, Schraube raus. Der Spiegel muss gegen die Fahrtrichtung nach hinten abgezogen werden. Da ist dann oben noch ein Stecker angesteckt. Den können wir, glaube ich, mal dran lassen, das werden wir gleich sehen. Und dann brauchen wir natürlich den Spiegelriser. Hier schön lackiert sogar, echt top gemacht. In dem Riser ist auch eine Schraube drin zum Befestigen, die benötigt einen 4er Inbus. Die machen wir jetzt auch mal locker. Den Spiegel auf dem Riser montieren, dann könnt ihr das auch mit dem Kabel gescheit abschätzen. Also den Riser direkt an den Spiegel schrauben. Ganz auf Anschlag. So, bis er nicht mehr weiter geht. Dann nehmt ihr wieder die 25er Torx, nein den 20er Torx, bin ich wieder beim 25er gelandet. Und schraubt die Schraube vom Spiegel wieder rein, also die dann in den Riser geht. Schraubt die hier wieder rein. Könnt ihr auch ein bisschen anziehen, dass die wirklich Druck aufbaut an den Riser, dass da nichts wackeln kann. Aber nicht zu fest, weil sonst dreht ihr das Gewinde hier aus dem Gussteil raus. Das ist, denke ich, auch recht schnell passiert. So, und dann montiert ihr den Spiegel inklusive Riser wieder am Auto. Da müsst ihr ein bisschen an der Verkleidung vorbei, ein bisschen mit Druck arbeiten. Ihr könnt natürlich auch die Verkleidung hier ausbauen, aber da bin ich zu faul dafür. Lieber drücke ich da ein bisschen dagegen, die gibt ihr ein bisschen nach. Und dann baue ich den Spiegel so ein. So, dann ein bisschen links-rechts nackeln, bis der halt auch auf Anschlag ist. Das spürt ihr auch hier hinten mit dem Finger dann, dass das fast bündig ist. Und hier nehmt ihr jetzt den 4er Torx wieder und schraubt die Imbusschraube fest. Könnt ihr auch gut anziehen, nicht zu fest. Und dann ist der Spiegel schon viel höher montiert und ihr könnt den bis Anschlag, bis zur Plastikverkleidung hochstellen und habt einen Haufen Platz gewonnen. Ja, was sehen wir jetzt hier? Jetzt, wenn man von vorne reinguckt, sieht man hier die Schraube und alles und der Riser steht hier ein Stück raus und das schaut ein bisschen komisch aus, oder? Keine Abdeckung mehr da, die Abdeckung passt auch nicht mehr drauf, könnt ihr vergessen, keine Chance. Aber der Kai und seine Jungs, die haben sich nicht lumpen lassen und haben hierfür eine Abdeckung aus dem 3D-Drucker. Sogar mit Individualisierung und hier steht mein YouTube-Name drauf. Sehr cool. Und die Abdeckung war sogar beim Preis dabei. Was will man mehr? Die kommt dann einfach hier drauf, statt der originalen, die bearbeitete Abdeckung aus dem 3D-Drucker. Klick, klack, fertig. Und man sieht hier nur noch den Bereich. Der Spiegel, wie man sieht, ist hier viel höher montiert und man hat viel mehr Sichtfeld. Ich versuche mich jetzt nochmal vor euch zu verstecken. So, wie ihr seht ihr mich. Ein Stück vielleicht noch abgeschnitten, aber der Spiegel ist jetzt viel höher montiert und ihr habt viel mehr Sichtfeld jetzt und ich kann euch versichern, dass der Riser wirklich nicht zu teuer ist. Die Jungs haben den sehr günstig angeboten, wenn sie nicht sogar auf Null rausgekommen sind. Der Riser bringt für das Geld so viel Mehrwert, was das Auto nochmal wirklich stark verbessert, weil Sichtfeld ist wirklich so was Wichtiges.
gerade auch im Motorsportbereich. Ich sehe jetzt von hier vorne meinen YouTube-Namen in der Abdeckung drin und das ist einfach eine mega Idee und mega Konstruktion, funktioniert wirklich gut. Ich hoffe, ihr kommt auch an so einen Riser ran. Wenn ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.